Hallo und herzlich willkommen bei Pasquali Talks. Ich bin Paul Pasquali, der Gründer von Pasquali. In unserem Video dreht sich alles um unsere Garne, Designs und die Geschichten dahinter. Dann legen wir los. Bei mir eingeschaltet habt. Heute geht es wieder mal um Wolle, und zwar sprechen wir über die Merino-Wolle. Wir hatten schon ein anderes Video gehabt, wo wir ganz konkret um die verschiedenen Merino-Qualitäten unseres Sortiments gesprochen haben. Jetzt möchte ich ein bisschen mehr über die Merino-Eigenschaften, Superwash, Mulesing. Dann eine Kollegin wird euch ein paar Designs zeigen und ja, ich hoffe, das gefällt euch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr immer gerne unten in den Kommentaren und wir können eventuell im nächsten Video das antworten oder wir antworten direkt da unten. Dann legen wir los. Die Merino-Wolle ist die am häufigsten verwendete Naturfaser der Welt. Die Merino, fast jeder hat bestimmt von euch über Merino gehört. Merino ist eine sehr edle Faser, die stammen aus Spanien. Mittlerweile werden die meisten Merino-Schafe in Neuseeland, Australien, Südafrika und Südamerika gehalten. Unsere Merino-Wolle kommt für unsere Garne meistens aus Argentinien, Patagonien, außer bei einer Qualität kommt aus Australien. Und bei der Merino gibt es verschiedene Faserfeinheiten. So wird auch die Faserqualität der Merino unterschieden. Es gibt die extra feine Merino, das sind so 22 Mikron bis 24 Mikron. Dann haben wir die superfeine Merino-Wolle von 19 bis 21 Mikron und dann die ultrafeine Merino-Wolle zwischen 16 und 18 Mikron. Es gibt selbstverständlich auch dickere Haare, die im Handstrickbereich in der Regel nicht verwendet wird. Und so als Vergleich, so ein Menschenhaar hat ungefähr zwischen 50 und 80 Mikron. Das ist sehr, sehr dick im Vergleich mit Merino. Je feiner oder je feiner die Faser ist, desto weicher fühlt sich auch das an. Und ein Mikron ist ein Tausendstel Millimeter, also sehr, sehr, sehr fein. Wir haben, also es ist also die Merino hat sehr gute Eigenschaften. Es wärmt sehr gut. Der nimmt Feuchtigkeit, ohne dass sich nass anfühlt. Gut, wie gesagt, es ist auch sehr weich. Die nimmt die Gerüche nicht so stark auf wie bei synthetischer Faser zum Beispiel. Hat auch ein paar negative Eigenschaften, zum Beispiel wenn das Garn nicht behandelt ist oder die Faser nicht behandelt ist, dann kann filzen beim Waschen. Und darüber möchte ich auch ein bisschen reden. Und zwar, um das zu vermeiden, gibt es verschiedene Methoden, und die Faser maschinell waschbar zu machen. Wir haben Garne bei uns, die auch veredelt sind, aber nicht alle. Das zeige ich euch gleich. Meistens wird es Superwash benutzt. Superwash, was macht? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder kommt eine Beschichtung, die die Schuppen der Faser glatter macht, oder man kann durch die Superwash-Methode mit Chlor zum Beispiel, dass die Schuppen auch verschwinden, dass sie glatter werden automatisch.
Das sind so Methoden, die wir nicht verwenden, weil es für die Umwelt sehr schlecht ist, durch die Nutzung von Chlor zum Beispiel. Es gibt eine andere Methode mit Enzymen, die wir bei verschiedenen Garnen von uns verwenden. Dann ist das auch GOTS zertifiziert, das heißt umweltverträglich. Das sind genau die klassische Methode für die Maschinen. Also warum das Garn verfilzt? Durch die Merino, alle tierische Faser eigentlich, haben Schuppen und durch Reibung, Hitze und Feuchtigkeit veracken sich diese Schuppen oder diese Faser miteinander, dann schrumpft und verfilzt. So, das ist das große Problem. Deswegen empfehlen wir immer bei Merino, wenn das Garn nicht behandelt ist, vorsichtig per Hand waschen mit leicht warmer Temperatur oder so Raumtemperatur. Und wenn es behandelt ist, dann geht auch in der Waschmaschine, am besten mit dem Wollwaschprogramm und mit einem milden Waschmittel. Wir verwenden bei uns den Wool & Cashmere Waschmittel. So eine Flasche da reicht für 50 Wäsche, Handwäsche. Man kann auch in der Maschine verwenden. Das ist ein sehr mildes Waschmittel, vegan und geruchlos. Man soll auch Merino-Teile nicht unbedingt öfter waschen, nur wenn wirklich Flecken sind, vielleicht sogar nur da wo der Fleck ist, ein bisschen sauber machen. Sonst es reicht oft, wenn man einfach das Teil draußen aufhängt und ein bisschen luftet. Das Garn ist antibakteriell, also sollte man das Waschen, soweit es geht, vermeiden. Ein anderes wichtiges Thema bei der Merino ist das Mulesing. Vielleicht einige von euch kennt ihr das schon. Also Mulesing ist ein Verfahren, die in Australien ganz besonders verwendet wurde, immer noch, weniger als früher, aber immer noch wird dort verwendet. Und diese Verfahren nennt man diese Verfahren, wo man die Falten von dem hinteren Teil der Schafe schneidet, so dass dort sich so eine bestimmte Fliege, die dort gibt, keine Eier legt und sie nicht entzündet. So, und diese Verfahren ist sehr schmerzhaft für die Tiere und ist auch dadurch sehr umstritten. Wir verwenden selbstverständlich nur Mulesing, freie Merino-Wolle. Dadurch, dass es aus Südamerika kommt, dann ist es automatisch Mulesing frei, weil dort auch diese Fliege nicht gibt. Und die Tiere sind nicht so gezüchtet, dass sie extra viele Falten haben. Wenn man Bilder sieht von dieser typischen australischen Merino-Schafe, man sieht, das sind sehr viele Falten, die sind extra so gezüchtet, weil je größer die Fläche des Tieres ist durch die Falten, desto mehr Wolle produziert wird. Das ist in Südamerika nicht so und auch ein Teil von Australien ist auch nicht so. Trotzdem ist obwohl das nicht passiert, wir haben trotzdem unsere eigenen Zertifikate, dass es wirklich Mulesing frei ist. Das bestätigt unsere GOTS-Zertifikate sowie unsere RWS-Zertifikate. Ja, also so, das ist ein bisschen ein paar technische Informationen über die Faser. Im Februar war ich in Argentinien. Großer Teil, wie gesagt, unserer Merino-Faser kommen aus Patagonien, aus Chubut. Und da habe ich, klar, das kommt aus verschiedenen Farmen, nicht nur aus einer, aber ich habe einige Farmen dort besucht. Dort leben die Tiere in sehr großen Gebieten. Da, wo wir waren, so ein Farmer hatte 3000 Schafe auf 15.000 Hektar, also sehr, sehr viel Platz pro Schafe, hat auch der Grund, dass dort nicht sehr viel wächst und das als Bio zu bezeichnen, muss man auch
denen auch eine natürliche Umgebung anbieten und so dass sie auch genug Futter bekommen können, dann brauchen die auch eine größere Fläche, wo auch genug Futter für jedes Schaf ist. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich würde dann gerne ein bisschen über die verschiedenen Garne, die wir jetzt aus Merino haben. Die Merino Baby kennt ihr schon seit langer Zeit, haben wir das Garn. GOTS zertifiziert. Das ist ein Garn, der maschinell waschbar ist bei 30 Grad. Wird mit Lanasym, wie gesagt, behandelt. Die haben wir in 31 verschiedenen Farben. Und das Garn hat 220 Meter auf 50 Gramm. Ich habe hier tatsächlich auch so ein paar Maschenprobe gebracht, wo ich auch euch zeigen kann, wie es aussieht. Und ja, das ist ein dünneres Garn, das ist eine Fingerdichtstärke, ja, sehr schön, sehr glatt. Da kann man wirklich alles damit machen, von Babyklamotten, für auch Oberteile für Erwachsene, Accessoires, alles möglich. Für Socken, selbstverständlich kann man auch als für Wollfüllsocken verwenden, aber dadurch, dass keine andere Faser drin hat, der strapazierfähig ist, normalerweise mischt man so ein Garn mit Polyester, Polyamid, um das strapazierfähiger zu machen. Aber wir keine synthetische Faser haben, haben wir ein anderes Garn, und zwar das Garn Pinta. Pinta kennt ihr wahrscheinlich auch, das ist unsere Bestseller. Das ist 60% Merino-Wolle, 20% Maulbeerseide und 20% Rami. So, Rami ist eine Pflanze, so ähnlich wie Brennnessel. Und das ist sehr strapazierfähig, deswegen kann man dieses Garn sehr gut auch für Socken verwenden. Und genau, hat 212 Meter auf 50 Gramm, auch in über 30 Farben erhältlich. Ein sehr schönes Garn, auch ich empfehle euch, das zu kombinieren, auch mit einem Mohair-Garn zum Beispiel, mit Pinta oder Manada, mit Mohair Bliss oder Manada. Das sieht sehr schön aus. Und klar das Garn haben wir auch sogar handgefärbt. Ich zeige euch hier eine Maschenprobe von der Handfärbung. Ja, ist auch sehr glatt, ja, hat einen sehr schönen Glanz durch die Maulbeerseide, ja, sehr beliebt. Dann haben wir unsere Maximo, ist eigentlich die gleiche Qualität wie die Merino Baby, nur dicker mit 80 Meter auf 100 Gramm, ideal für Accessoires. Klar, Pullis und so geht auch. Meistens wird auch für Mütze, für Schals, für Kauls verwendet. Gleich zeigen wir euch ein paar Oberteile daraus. Ebenfalls GOTS zertifiziert. Es ist aber auch mit Lanasym behandelt. Trotzdem, dadurch, dass es dick ist und etwas lüftiger, empfiehlt sich eigentlich trotzdem nur per Hand zu waschen, weil ja, die Waschmaschine so ein Teil, der schwer ist, kann stark ausleihen. Deswegen empfehlen wir es gerne per Hand zu waschen. Dann haben wir hier Tibetan. Für Tibetan verwenden wir 70% oder 70, ja genau, 70% Merino. Das ist eine ultrafeine Merino-Wolle. Also hier war die Superfine mit 19,5 Mikron. Hier ist das die ultrafeine mit 18 Mikron und 30% Jack. Das Garn ist nicht behandelt, das heißt, das ist die Waschmaschine verboten. Durch Schleudern und so weiter wird das Teil ziemlich sicher verfilzen. Also hier ist Handwäsche Pflicht. Hier haben wir auch sehr viele Farben. Er hat eine Lauflänge mit 125 Meter auf 50 Gramm. Dann haben wir hier Saphira. Saphira ist ein sehr edles Garn. Haben wir in einem anderen Video mit Kerstin Ritter viel darüber geredet. Wir bearbeiten gerade auch die Farbpalette. Da könnt ihr euch wahrscheinlich für nächstes Jahr freuen, eine ganz neue Farbpalette für Saphira. Und Saphira hat 75% ultrafeine Merino-Wolle und 25% Maulbeerseide. Die Merino-Wolle, es ist zwar die gleiche Qualität von Merino-Wolle wie bei
Tibetan, aber hier ist ein Kammgarn. Ein Kammgarn heißt, die Faser werden so gekämmt, dass alles in eine Richtung zeigen, also sind alle parallel nebeneinander. Das ist ein extra Prozess in der Spinnerei und dadurch kommt eine sehr schöne glatte Oberfläche. Der schöne Glanz kommt von der Maulbeerseide, aber diese Kammgarn unterstützt auch den Glanz. Dadurch hat weniger Peeling und hat einen sehr schönen, leichten Flausch, so ähnlich wie Kaschmir. Das ist wirklich ein sehr edles Produkt. Und zuletzt, also das habe ich auch eine Maschenprobe, selbstverständlich. Ich habe gesagt, ich habe Maschenprobe von alles und habe ich schon vergessen zu zeigen. Hier zeige ich noch einmal die Maximo. Ne? Maximo, schön dick und kuschelig. Hier sieht man bei Saphira zum Beispiel, wie schön dieser Glanz zur Geltung hier kommt. Auch die Maschenbild kommt sehr schön drauf. Und hier mal die Tibetan. Und die Tibetan, das Besondere auch ist, das sind 125 Meter auf 50 Gramm. Es ist ein dünnes Garn, aber gestrickt sieht nicht so aus, dadurch, dass es sehr locker versponnen ist. Die kannst du auch mit 5,5 mm Nadel stricken, obwohl das Garn so dünn ist. Und wie ihr wisst, wir haben letztes Jahr in 2025, Mai 2025, die Marke Rosy Green Wool übernommen. Kurze Erklärung, Pasquali GmbH hat zwei Marken, einmal Pasquali, einmal Rosy Green Wool. Beide Marken arbeiten unabhängig voneinander. Rosy Green Wool hat auch ein eigenes Team, die folgen deren eigenes Konzept. Und Pasquali ebenfalls. Wir teilen uns aber die ganze Logistik, Vertrieb und Verwaltung. Und beide Unternehmen haben auch dasselbe Nachhaltigkeitskonzept. Beide sind wir auch GOTS zertifiziert. Und ja, seit einem Jahr ungefähr haben wir die Marke Rosy Green Wool unter dem Pasquali GmbH-Dach. Und ja, Rosy Green Wool hat nur Merino-Garne, 3 verschiedene Merino-Garne. Einmal die Chicky Merino Joy, die schon von Anfang an in deren Sortiment ist. Hier die Chicky Merino Joy, das sind 100 Gramm Stränge, auch sehr praktisch, auch für größere Projekte. Da hat 320 Meter auf 100 Gramm. Ein tolles Garn. Das ist kein Kammgarn, das ist ein Streichelgarn. Dadurch ist es ein bisschen wolliger, flauschiger, trotzdem sehr, sehr weich. Und hier bei den verschiedenen Mustern kann man sehen, wie schön das ist. Dann gibt es ein etwas dickeres Garn, das ist hier das nicht, hier. Das ist hier die Lovely Merino Treat mit 210 Meter Decay-Stärke und die Big Merino Hawk mit 160 Meter auf 100 Gramm. Hier zeige ich euch die Big Merino Hawk. Ja, das merkt man schon, also ist etwas deutlich dicker, super für Mützen, Schals und ein sehr schönes Garn. Ich hoffe, ich kriege auch sowas davon gestrickt für diesen Winter. Und die Lovely Merino Treat, ein bisschen dicker als die Chicky Merino Joy. Ja, wir haben aber auch einige Modelle, die wir euch zeigen möchten. Und dafür möchte ich euch unsere Mitarbeiterin, Kollegin Paloma vorstellen, die sie gleich sich kurz hier vorstellen wird und auch einige Designs ja, zeigen möchte. Hallo Paloma, vielen Dank, dass du heute bei uns dabei bist. Hi Paul. Kannst du dich mal kurz vorstellen, was machst du bei Pasquali? Hi, ich bin diejenige, die euch samstags den Newsletter verschickt mit ganz vielen Inspirationen von unserer Wolle, aber auch von unseren Designs, aber auch von externen Designs. Und ich bin auch ein Ansprechpartner für Designers und für Influencers. Ich arbeite auch mit unseren Social-Media-Kanälen
Und ich habe heute ein paar Designs für euch gebracht. Hier mit Merino Baby und mit Maximo. Ich selber habe die Sandrine. Ich stehe auf, ihr könnt ihr sehen. Das ist ein Cropped Teil mit kurzen Ärmel. Die braucht in meiner Größe nur 6 Knäuel. Und ich habe hier in der Hand auch ein paar Kinderpullover. Das ist hier die Jesina-Jacke. Die ist mit Colorblock sehr schön, von oben nach unten. Ein einfaches Projekt. Das ist super schön. Ja. Die Farben sind sehr schön auch. Ja, Ich, ne? man kann ein bisschen mit den Farben kombinieren. Also hier hat man gebraucht viele Knäuel. Also nicht. 2 bis 3, je nach Größe, 2 bis 3. Also ein sehr schönes Modell. Ja. Ja. Hier auch, das ist eine Mini-Version. Das ist der Pepito. Das ist auch ganz süß. Auch von oben nach unten gearbeitet. Apropos, die ganzen Anleitungen von uns findet man auf Ravelry, auf Etsy und auf unserer Webseite. Ja, das sind jetzt, genau, das sind die Modelle, die du gerade zeigst. Ne? Das ist hier so eine Yoga-Socke, die will ich mir ausstricken. Die finde ich cool. Das ist hier so für den Hacken frei. Und das ist auch ein ganz einfaches Modell. Das kann man sogar in den Ferien machen. Ne? Das passt in jede Tasche. Das ist die Masol. Den Links werde ich alle in der Beschreibung stellen, ne, damit ihr nachher findet. Dann Genau, man braucht nur ein Knäuel ja, für ein Paar. Ja. Ja, Das perfekt. ist ein ganz einfaches Projekt. Ne, geht ganz schnell. Ja, wenn man jemanden kennt, der Yoga macht oder so, das ist auch ein tolles Geschenk, Ja, oder? ich bin auch eine Yogamaus. Also hier habe ich, das ist ein super Projekt für den Sommer. Das ist hier der Lace Flow, das ist ein Azurmuster, sehr luftig. Ne? Das ist super schön. Und die sind alle nahtlos gestrickt, ne? Ja, das ist nahtlos gestrickt. Das ist allerdings von unten nach oben und es gibt auch einen Grund dafür. Normalerweise Azur wird von unten nach oben wegen die Abnahmen und Zunahmen. Die sehen schöner aus, wenn sie von unten nach oben gestrickt werden. Interessant. Genau, hier werden so für die kleinste Größe 6 Knäuel gebraucht und für die große 2XL 9 Knäuel. Ne? Ja. Super. Das hier, das nehme ich ab. Diesen Cardigan hier, der ist der Flowline. Der ist von oben nach unten, auch mit einem Raglan hier. Der ist auch in Einzel gestrickt worden. Das ist für den Wetter ist auch super, weil es Merino, das ist auch sehr luftig und das kannst du dann abends anziehen, ne, wenn es nachts kühler wird. Das ist alles Merino Baby bis jetzt, ne? Ja. Ja, gut, außer dein. Ja, dein meine Teil, ist was du Massimo. anhast. Das hier ist auch Massimo, das ist eine Weste. Die wird auch von unten nach oben gestrickt. Aha. Die ist für den hier, so für den kleinen, also für meine große wäre auch 5 Knäuel nur. Also es ist auch, Ja, das ist auch schön. ja, na, das kann man so über ein Hemd anziehen und sieht auch schön aus. So, die gehen wieder zurück. Ich kannst du dann stelle wieder aufhängen. die alle Genau. wieder zurück. Dann habe ich für euch auch 2 Modelle von Rosy Green gebracht. Das hier ist auch eine Weste mit einem kleinen, hier, mit einer kleinen Tasche. Wie heißt der? Ne? Der ist der Golden May Top. Aus Chicky Merino Joy. Ja. Ist das Design von Becky auch? Ne, von Emma Ducha. Genau, die Anleitungen findet man da in dem Fall auch auf Ravelry, auf Etsy und auf der Webseite von Rosy Green Wool. Das ist rosygreenwool.com. Ja, und das hier, das ist aus Chicky Merino Joy, das ist der Twilight Trail. Das ist so überkreuzt. Das ist vor kurzem erschienen. Das ist ein Ja, sehr das beliebtes Teil. Ja. Ja, das fand ich auch sehr schön. Von wem ist Auch das hier Design? mit einem leichten Cable an den Arm. Also kann man dieser sehen. Auch hinten auf den Rücken kommt auch diese Linie, diesen Detail hier. Finde ich super. Ja, Rosy Green Wool, die achten immer darauf, auf diese Details. Ja. Ja.
Das sind manchmal auch sehr einfache Schnitte, aber es gibt immer etwas Besonderes. Hier den I-Cord-Rand auch. Die sind immer sehr sauber gearbeitet, die geben dann sehr, sehr viel Wert Hier an ein sowas. I-Cord-Rand überall. Also wirklich sehr, sehr schön, sehr fein. Ja, also da sind, klar, es gibt auch mehrere Modelle, die wir haben. Das sind die Modelle, die jetzt Paloma ausgesucht hat. Wir könnten weitere Videos machen mit Modellen aus Pinta, Safira, Tibetan. Ja, wir haben schon wir hier eine viel. Stunde Ja, nein, wir werden sehr lange sitzen. Aber wenn du schon da bist, erzähl mal, gibt es etwas, was jetzt die Zuschauer erwarten? Ich finde es schön, dass man dich kennenlernt, da weiß man, wer den Newsletter vorbereitet. Und gibt es etwas Neues, die du jetzt geplant hast? Ja, seit dem 1. Juni habe ich den Pasquali News Channel eröffnet, wo wir dann Aufrufe für Teststricks, Knittalons informieren werden, auch Informationen über neue Färbungen, Umfrage zu wissen, was eure Meinung ist, vielleicht auch Informationen von euch holen, was ihr hier in Pasquali Talks sehen wollen. Und ich habe jetzt angefangen, ich stricke jetzt ganz viele Maschenproben. Eine Frage vorher, Entschuldigung. Wo findet man das? Weil ich glaube, dass nicht jeder weiß, wo das ist. Das ist beim Instagram, wenn ihr auf unsere Seite geht, steht da neben diesem Link zu unserer Facebook-Seite ist auch so 2 kleine Sprechblasen und da steht unser Pasquali News. Genau. Ich poste auch regelmäßig jetzt in unseren Stories den Link dazu, dass ihr sehen könnt und ja, einfach einen Kanal betreten und dann werdet ihr dann sehen, was wir da anbieten. Ich will auch nicht zu viel verraten. Schreibst du alles auf Deutsch oder? Auf Englisch. Da wird alles auf Englisch geschrieben? Ja, okay. Auf Englisch geschrieben. Ja, mal schauen, das ist jetzt ganz am Anfang, ne? Aber wir fangen jetzt auf Englisch an. Und ich mache jetzt ganz viele Maschenprobe von den Tank Top von Anne Wenzel mit unterschiedlichen Farben. Ich habe da ausgesucht ein Balayage mit Mohair. Die Maschenprobe passt perfekt. Ich habe gesehen, sieht sehr gut schön, aus. sehr weich. Und ich mache euch auch ein paar Farbkombinationsvorschläge dazu und möchte einen Knittalong starten. Wäre schön, wenn ihr dabei seid. Ja, das finde ich super, dass du auch damit anfängst, weil das ist eine andere Art von Kommunikation auch mit als normale Instagram-Profil, wo nur ein Foto ist. Das ist eher mehr nicht ein Gespräch, weil wird nicht gechattet, aber da können wir schnelle Informationen da drin liefern. Wenn du jetzt plötzlich eine neue Farbkombination entdeckst im Lager, sage ich mal, im Büro, dann kannst du direkt zeigen und da geht nicht verloren. Das finde ich ganz gut. Ja, das wäre schön, wenn ihr an diese Gruppe oder Chat beitritt. Sonst bestimmt auch interessant für dich, aber für uns, weil wir diskutieren immer die Themen, was sollte jetzt im nächsten Newsletter kommen. Wenn ihr Ideen habt, welche Themen möchtet ihr gerne auch in den Newsletter haben, da könnt ihr gerne hier in den Kommentaren schreiben, aber auch sehr gerne an info@pasquali.de. Schreibt uns bitte da ein paar Ideen. Wir haben immer Ideen, aber ihr habt bestimmt auch welche, die wir nicht haben. Ja. Und das kann man auch ganz schön kombinieren. Ja, Paloma, vielen Dank, dass du hier die Modelle gezeigt hast. Sehr gerne. Und dich kurz vorgestellt hast. Vielen Dank auch an euch, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von uns. Und ja, wie gesagt, schreibt in den Kommentaren Ideen, was ihr möchtet. Wir lesen die Kommentare durch und wir antworten auch auf jeden Fall drauf. Vielen, vielen Dank und bis in 2 Wochen. Tschüss. Tschüss, danke.